Die Chance auf die Meisterschaft ist vielleicht größer denn je, denn wir haben heute eine richtig gute Chance im Duell gegen den letzten Benevento auf 7 Punkte wegzuziehen gegenüber unseren Konkurrenten. Die haben schon gespielt, die haben teilweise gepatzt, unentschieden gespielt oder verloren. Das heißt also für uns mit einem Sieg heute, und der muss heute eigentlich, ja, Pflicht sein. Also ich meine, Benevento hat 2 Siege, 2 Unentschieden, den Rest Niederlagen. Das, wie gesagt, das könnte so 11 Spieltage vor Schluss vielleicht der Knackpunkt sein. Ist zwar da noch nicht die Entscheidung, aber es könnte wirklich ein Knackpunktspiel sein. Dann auch vorausblickend auf die Champions League, aufs Rückspiel gegen Marseille, was wir dann auch bald haben. Das haben wir ja 4-2 gewonnen, zumindest das Hinspiel. Haben also auch da eine gute Ausgangslage. Also vielleicht werden wir jetzt gerade zur entscheidenden Saisonphase wieder ein bisschen stärker. Ich spiele jetzt auch im 4-2-3-1 erstmal, weil ich habe die letzten Spiele gemerkt, das ist ein bisschen sicherer für uns, dieses System. Das spielen wir einfach irgendwie ein bisschen besser. Und deswegen bin ich heute auch mal gespannt, wie das hier geht gegen Benevento. Die greifen uns gar nicht an und deswegen wagen wir mal einen ersten von hoffentlich ganz, ganz vielen Schüssen und Abschlüssen. Ja, und dann werden sich die Wege von Benevento und uns trennen auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass die noch die Klasse halten. Die haben ganze... Ne, 11 Punkte, 8 Punkte, ne, 11 Punkte haben sie. Dann haben sie irgendwie 4 Unentschieden, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie nicht so viele Tore wie wir geschossen. 68 Stück, vorne Druck machen. Ja, die wissen nicht wohin. Und somit Ballgewinn und schnelles Umschalten nach vorne. Lukaku, schön gemacht. Und jetzt Talisca, einmal zu weit vorgelegt. Und dann leider zu unsauber gespielt. Aber wir machen weiter. Wenn wir jetzt so langsam in den Flow reinkommen, dann denke ich mal, wird das erste Tor hoffentlich nur eine Frage der Zeit sein. Pogba, da haben wir Kulusewski, der zieht mal nach innen. Ja. Und Russo heute im Tor, der wird noch einiges zu tun kriegen. Hoffentlich auch mal ein paar Bälle aus dem Tor holen. Erster Eckball mal, Kulusewski. Und da ist Davis. Ja, der liegt diesmal quer in der Luft. Der hat ja auch mit dem Kopf getroffen. Ich glaube sogar in der Champions League war das gegen Marseille auch nach einer Ecke. Oder war das im Ligaspiel? Nee, ich glaube sogar gegen Marseille. Wenn mich nicht alles täuscht. Naja, egal, auf jeden Fall hat er mit dem Kopf getroffen. Das, was ich ihm nicht zugetraut hätte. Und weiter geht's. Ndika gewinnt dieses Kopfballduell einfach ganz locker, ohne Probleme. Lukaku und wieder Talisca. Achtung, kriegt Chiesa nochmal den Rebound? Nee. Sprintet und rutscht erst nochmal auf der Stelle rum, um dann den Anlauf zu nehmen für den Sprung in die Höhe. Ja, es hat hier auch wieder leichte Trainingsspielcharakter oder Züge. Kulusewski, nächste Chance und Rousseau. Das ist der beste Mann bislang nach 25 Minuten, das sieht man auch. Das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Da ist Davis, schade, nicht mit dem Kopf. Talisca und Gravenberch geblockt. Auch das kommt jetzt natürlich noch dazu, aber trotzdem ruhig bleiben. Wir haben noch viel Zeit und zur Not gewinnen wir halt nur 1-0, auch wenn ich hier eigentlich mal 3-4-0 die vom Platz fegen müsste. Ja, aber ich scheide auch gegen Genua aus dem Pokal aus, wo wir eigentlich auch ganz klar besser waren. Das heißt, es gibt immer wieder solche Spiele. Aber wie gesagt, das heute, das ist die größte Steilvorlage, die wir bislang in der Liga haben. Ja, alle haben schon gespielt, alle haben nicht gewonnen. Inter, Neapel. Also das muss heute hier in einem Sieg ja enden, sage ich mal. Ist ja noch nicht vorbei die Saison, aber es muss heute hier im Sieg enden nach dem Schlusspfiff. Aber Benevento, Achtung, ein Angriff war vielleicht jetzt. Und dann machen die womöglich das 1-0 und es gibt, nein, ein Verletzten. Nein, das ist ja jetzt ein Scherz oder was? Der Ersatz für Vlahovic verletzt sich ebenfalls. Warum denn? Ist er über den Grashalm gestolpert? Keine Ahnung. Aber Lukaku jetzt der nächste Verletzte. Das kann natürlich auch nochmal eine Wende sein. Im Meisterschaftskampf. Das kann nicht sein. Was hat der denn jetzt schon wieder gemacht? Das ist ja auch ein bisschen bitter. Verpflichtest du einen Ersatz für den verletzten Vlahovic. Jetzt verletzt sich Lukaku. Ja, ich würde doch noch einen zweiten Stürmer holen können, aber damit kannst du auch nicht rechnen. Aber jetzt wird es halt wirklich eng, ne? Dann müssen Larsson und Chiesa das irgendwie bis zum Ende der Saison machen. Je nachdem, wie lange Lukaku ausfällt. Vlahovic dürfte ja auch bald wieder fit sein. Was hat er denn da gemacht?
Das sah doch ganz harmlos eigentlich aus, ey. Keine Ahnung, ob es was im Knie ist oder was weiß ich, was er da hat. Ja, auf jeden Fall eine weitere Hiobsbotschaft. Je nachdem, wie schwer es ist. Aber bei Vlahovic war es ja auch so, ne? Da kam dann der Einspieler und dann waren es glatt mal 2 Monate, die er dann Ausfallzeit hat. Ja, das wäre natürlich auch total bitter. Gibst du so viel Geld aus für einen Stürmer und der spielt dann nur 6 oder 7 Spiele. Naja, jetzt ruhen halt alle Hoffnung auf diesen jungen Mann hier, auf Larsson. Aber warum nicht? Er wird ins kalte Wasser geworfen. Hat ja auch schon ein paar Spiele gemacht und ein paar Tore. Also von daher ist es ja nicht ganz neu für ihn. Aber es ist natürlich jetzt was anderes, wenn Larsson vorne drin steht, außer, oder beziehungsweise anstatt Lukaku. Aber das Geschehen verändert sich ja dadurch nicht, ne? Wir bleiben weiterhin druckvoll. Kein Abseits, brauchst du gar nicht die Hand heben. Talisca, nächste Chance und wieder geblockt. Also das sind jetzt schon gefühlt 90% Ballbesitz und ungefähr 10:0 Schüsse. Aber steht noch 0:0. Wo ist der Dosenöffner? Wo ist die Abrissbirne, die die Mauer hier zum Einsturz bringt? Die absolute Verteidigung davon Benevento, die auch nicht sicher steht. Davon mal abgesehen, die ist auch mit im 4-3-3 ganz schön löchrig. Aber wir kriegen es halt leider nicht hin. So, Chiesa, Davis sprintet nochmal an der Außenbahn. Larsson kannst du eigentlich nicht per Kopf anspielen. Eigentlich. Larsson! Geht doch. Ja, er kann es doch. Guter Kopfball aus dem Lauf. Oder im Lauf. Direkt genommen mit Schwung. Nochmal eine Ecke. Pogba liegt quer in der Luft, aber viel zu viel Show. Viel zu viel Zirkus. Sieht halt gut aus, aber bringt jetzt im Endeffekt nichts. Aber trotzdem, wir haben, guck mal, Lecce führt sogar bei Florenz. Die stehen ja auch noch oben mit dabei. Das ist ja noch viel bitterer. Aber noch bitterer ist natürlich der Ausfall von Lukaku. 12:0 Schüsse, 72% Ballbesitz. 112 Pässe jetzt schon. Benevento hat 21. Also mehr als ein 2-3 Klassenunterschied. Ja, ist das heute nicht. Das ist, ja, weiß ich nicht. Es würde ich hier gegen die Jugendmannschaft spielen, so gegen die A- oder B-Jugend, die das mit Glück irgendwie verteidigt. Aber Statistik interessiert im Fußball überhaupt nicht. Du musst halt einfach deine Spiele gewinnen und egal wie. Da fragt hinterher keine Sau mehr nach. Ja, aber die zweiten Hälften hier, erinnert euch vielleicht, die sind dann meistens immer stärker bei dem Gegner. Und bei uns dann irgendwie aus irgendeinem unerklärlichen Grund schwächer. So, Bremer muss jetzt mal da rein. Jetzt fehlt er wieder innen. Jetzt muss Davis raus. Achtung, Benevento wagt sich nach vorne. Die werden doch wohl nicht. Ja, wir stehen gut. Im richtigen Moment müssen wir zuschlagen. Aber wir kommen gar nicht an den Ball ran. Grafenberg jetzt mal. Nee, doch. Zu ungenau gespielt. Also das war mal die erste halbwegs gefährliche Situation, wenn man denn so möchte, vor dem Strafraum. Und das hat dann schon einiges zu heißen. Ja, wenn man so eine Aktion als schon halbwegs gefährlich abstempelt, dann, ja, weiß man, wie das Spiel läuft. So, nächste Chance. Nächster Angriff, Alaba. Vielleicht Pogba, der kommt jetzt auch immer mehr mit rein. Da ist Pogba, warum kriege ich den nicht? Warum wechselt der denn den Spieler in der Luft? Ist der doof? Das war noch eine astreine Kopfballsituation, eine Kopfballchance für Pogba, aber ja, anscheinend durfte er nicht. So, Ballgewinn und jetzt war in der Mitte ein bisschen Platz. Jetzt müssen wir es da ein bisschen schneller spielen. Talisca auf Larsson, der ist im Abseits. Schade. Läuft sich gut frei, macht das ähnlich wie Lukaku natürlich. Ah, das war, weiß ich nicht. Hier sieht es so aus, als wäre es kein Abseits. Weil die Hand kannst du ja nicht zählen. Ja gut, der wäre so oder so nicht reingegangen. Aber jetzt müssen wir schon mal ein bisschen mehr Druck aufbauen. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde. Weiterhin spielt sich das Geschehen eigentlich nur in der gegnerischen Hälfte ab. Aber ich werde das Gefühl nicht bloß, dass Benevento doch nochmal irgendwie eine richtig gute Chance bekommt. Ich hoffe nicht. So, Larsson, jetzt geht er tief, jetzt geht er besser. Jetzt ist es kein Abseits. Alaba, oh, das ist schlecht gespielt. Das ist schlecht gespielt, aber da wartet ein Dika. Oh, der darf jetzt nicht schwächer werden. Die haben den Laden bislang richtig gut zusammengehalten. Da jetzt dürfen sie nicht den Kopf verlieren. Pogba. Und es geht wirklich viel über die Außen. Talisca, ja, außen muss wieder einer mitkommen. Alaba.
Zieht nach innen und jetzt mal nach hinten gepasst, aber Larsson wird gedeckt. Das ist ganz, ganz bitter. Benevento kommt. Ndika gegen Moncini aufgepasst. Die sind ein paar Leute vorne. Ganz wichtig, Ndika. Die waren mit 4, 5 Mann vorne, wenn der gefährlicher kommt. Dann haben wir auch mehr Probleme. Ja, wie gesagt, an die 200 Bälle schon. Bälle. 200 Pässe ungefähr gespielt. Lecce führt bei Florenz 2-1 nur noch. Aber auch das ist halt möglich, ne? Lecce ist unser nächster Gegner. Da habe ich mir ja eigentlich 6 Punkte ausgemalt gegen Benevento und gegen Lecce. Und das sollte eigentlich schon sowas wie die Vorentscheidung werden. Das wäre auch noch zu früh. Aber das ist die Gelegenheit. Wie gesagt, nochmal, das wäre echt fatal, wenn wir hier heute wieder nur Unentschieden spielen. Das würde aber auch zu unserer Saison passen. Dass wir solche Spiele dann halt eben nicht gewinnen. Sondern eventuell sogar noch 1-0 verlieren, wenn die jetzt hier einmal gefährlich vors Tor kommen. Achtung, Ndika ist da. Nein! Das kann nicht sein! Ach, du kannst doch nicht bei jeder Grätsche Elfmeter geben. Und es gibt tatsächlich diese eine große Chance, aber nein. Auch das gucke ich mir in der Wiederholung an. Auch da muss der VAR nochmal ran. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also natürlich, hier die Grätsche riskant. Jetzt habe ich schon mal ein schönes Thumbnail vielleicht. So, zack. Das kann ich vielleicht als Thumbnail nehmen. Das Ding hier vielleicht. Aber das ist doch auch nur Ball gespielt. Tut mir leid. Also das ist jetzt wirklich Ball gespielt. Ndika geht zwar rustikal rein, aber ja, gut, da ist auch das Schienbein mit dabei. Aber von wem wird denn der Ball weggespitzelt? Das ist doch von Ndikas Fuß. Und wenn das dann so sein sollte, dann ist es Ball gespielt. Oder ist es wieder irgendein Fehler in der Grafik und der ist durchgebackt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es jetzt den Elfer. Durch Busch. Gegen Castells. Und der hält den. Da muss er nicht so spektakulär springen. Der hätte auch in die Ecke gehen können. Aber Gott sei Dank. Aber wie schwach war der denn geschossen? Ey, tut mir leid. Das war ja völlig lost von der KI. Aber Achtung, Busch kommt und Castells. Der muss sich da auch nicht verbiegen. Was macht er irgendwie? Eine Schraube? Ist er beim Turmspringen eingeladen? So, das muss jetzt nochmal hier ein Rüttler sein. Ein Wachrüttler. Der Elfmeter, dass der Gott sei Dank vorbeigegangen ist. Da ist Talisca mit Aufsetzer. Aber die spektakulären Dinger bringen uns nichts. Wir brauchen jetzt einfach mal einen klaren Angriff zu Ende gespielt. Da hatten wir gerade saumäßig Glück. Das wäre halt so ein typisches Spiel gewesen. Ey, du machst die Chancen, die anderen machen die Tore. Aber noch ist Zeit. 7 Minuten. Kulusewski, nächste Flanke. Aber da ist halt keiner. Da ist mit Larsson halt jemand vorne drin. Den kannst du nicht hoch anspielen. Und aufgepasst. Benevento kommt. Alaba. Außen ist alles frei. Bremer muss sich dazwischen stellen. Und oder Ndika. Und wir kriegen es jetzt gerade nicht hinten rausgespielt. Achtung, Benevento kommt. Und jetzt vielleicht. Der Angriff ins Glück. Oh, das war eigentlich, ja, gelbe Karte. Vorteil musste abgepfiffen werden. Aber es bringt alles wieder Zeit. Das bringt Unruhe in unserem Spiel rein. Das machen die bislang wirklich abgeklärt. Also die zweite Halbzeit ist nicht mehr ganz so dominant von uns. Wie gesagt, wir wären auf fast 1-0 in Rückstand geraten. Und es ist, glaube ich, ja, 0-0. 90. Minute und wir kriegen das nicht zu Ende gespielt. Nee. Wir kriegen in der zweiten Halbzeit keinen richtigen, vernünftigen Angriff gespielt. Und haben sogar Glück, dass wir noch einen Elfmeter halten. Sonst würden wir das Ding ja 1-0 verlieren. Ja, also wir haben eine große Chance vertan heute. Ein paar Punkte wegzuziehen. Wir spielen 0-0. Dass ich das überhaupt hier heute sagen kann. Ey, 0-0 gegen Benevento. Aber ein typisches Spiel, wenn du Chancen nicht machst, gewinnst du auch keine Spiele. Schade, das sind auf jeden Fall 2 verlorene Punkte. Ja, wenn du die Chance nicht nutzt. Wir waren in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so dominant. Da hatten wir nur noch einen Schuss, glaube ich. Zur Halbzeit hatten wir ein Torschussverhältnis von 12-0. Am Ende war es ein 13-3. Aber gut, das ist immer nur ein bisschen nebensächlich. Aber das zeigt halt, dass ja, wir echt schwach in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Und das gleiche wie bei Vlahovic. Lukaku hat sich die Schulter ausgekugelt und fällt auch für 2 Monate aus. Das dürfte das Saison aus sein. Das gibt's ja nicht, ey. Das gibt es wirklich nicht. Da kaufe ich Lukaku für Vlahovic.
Und jetzt habe ich beide Millionenstürmer auf der verletzten Bank. Das gibt's auch nicht, ey. Hier, ich habe einen perfekten Sturm. Wo ist er denn hier, Vlahovic? Der ist gar nicht mehr hier drin, hä? Wo ist der denn? Da, Vlahovic. Zack. Jetzt habe ich einen guten Doppelsturm. Auf der Bank zumindest. Verletzt, Reserve. Das Ganze keinem erzählt. Und jetzt sind wir natürlich ein bisschen gearscht, ne? Also, ich glaube, Vlahovic wird bald wieder fit, aber jetzt müssen wir mindestens nochmal, weiß nicht, 1, 2 Spiele ohne die beiden zurechtkommen. Also Lukaku auf jeden Fall, der wird, glaube ich, kein Spiel mehr machen. Der fällt jetzt bis Anfang Mai mal mindestens aus, vielleicht noch für die letzten 2, 3 Ligaspiele, wenn es dann vielleicht schon entschieden ist, aber das ist natürlich bitter. Aber auch das müssen wir irgendwie hinkriegen. Das Spiel stellt uns hier vor Herausforderungen, die Saison stellt uns vor Herausforderungen. Jetzt stehen wir wieder zwischen 2 Wettbewerben. Und gegen Lecce muss ich halt einfach ein bisschen die B11 aufstellen. Guckt euch das an. Wir haben wieder die Chance. Neapel und Mailand, die sind natürlich jetzt wieder rangekommen durch unseren Patzer, haben beide ihre Spiele gewonnen. Das heißt, es können maximal 5 Punkte werden. Rom ist auch wieder dran. Tja, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ich bestätige das euch in regelmäßigen Abständen. Und hier muss ich halt gucken, was ich mache. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Es wird weiterhin sehr, sehr spannend in der Champions League und jetzt erst nochmal in der Liga gegen Lecce. Macht's gut. Ciao, ciao.